Der füllt nämlich die ganzen Lücken, die ein Synth-Bass oder andere Bässe nun mal haben. Die haben ja diese Schlupflöcher überwiegend und die kann man mit dem Tube sehr gut ausfüllen. Und dann habt ihr einen ausgewogenen, kräftigen Bass, der auch ein bisschen mehr Grüß Gott, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Beatmaking-Tutorial und wir legen jetzt los, also dranbleiben, bis gleich. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal mit irgendwelchen Chords, Pads, irgendwie sowas an. Gucken mal, was bei Heat Up 3 so los ist. Boah, welche Richtung, welche Richtung? Ich suche mal irgendwelche Pads raus. Okay, ich glaube, damit starte ich. Ich spiele das mal kurz mit der Maus ein. Ja, ich glaube, ich will das Ganze ein bisschen schneller haben. Moment, komm, das hauen wir jetzt mal von 100 auf... Na, nehmen wir mal 150. So, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu schnell, oder? Ja gut, den Part erweitern wir. Das ist nicht das Problem. Aber irgendwie bin ich hier, glaube ich, ein bisschen zu schnell gewesen. Ich das mal anders. So. Spielen wir mal so. Gleich mal eine Oktave höher. So, darunter packen wir eigentlich genau dasselbe, nur hier eine kleine Variation. Er geht so ein bisschen in die Richtung Motivation, muss ich mal gucken, was daraus gleich wird. So, das mit dem Mischen lassen wir erstmal. Ich gehe jetzt mal direkt, dass ich das ganze Layer und die Atmosphäre ein bisschen breiter bekomme. Ne, dazu nehme ich mal was anderes. Da glaube ich eine Idee. Das machen wir so, und hier drunter. Das Ganze mal kurz leiser stellen. Ja, bei minus 10 sollte erstmal reichen. Ja, ein bisschen breiter gemacht mit dem tollen Reverb von Cubase. Übrigens ein sehr geiles Reverb-Tool für Instrumente. Okay, dann schauen wir mal, dass wir da direkt irgendwelche Plugs oder so mit draufhauen. Nehmen wir mal Analog Lab. Nehmen wir doch einfach mal ein ganz normales Piano. Und jetzt laden wir uns mal folgendes Plugin rein. Von Cubase gibt es nämlich Vocal Chain. Natürlich ein Plugin, womit man Vocals abmischen kann, aber nicht nur Vocals, man kann natürlich auch Instrumente damit abmischen. Und funktioniert sogar sehr gut. Ich habe das mal bei anderen Beats ausprobiert und ich zeige euch jetzt auch mal, warum das so gut funktioniert. Als erstes nehmen wir uns mal das Piano vor, wir bearbeiten das Ganze ein bisschen. Das sollte so passen. Also ich denke mal, da kriegen wir noch einen besseren Sound raus. Deswegen, wir deaktivieren die gute Vocal Chain und skippen mal noch ein paar Sounds mehr durch. So, jetzt noch irgendein Bass dazu, damit wir schon mal dieses Fundament erschaffen. Ja, dann würde ich sagen, geht's ans Angemachte. Die Plugs sind mir jetzt ein bisschen zu präsent in diesem 2 bis 3 Kilohertz. Also das klingt halt so ein bisschen telefonisch. Das liegt aber auch am Delay und so weiter. Dafür gibt es die Möglichkeit, das Ganze schön zu layern und zwar mit weicheren Sounds, ne, die das Ganze dann umrunden, dem dann auch die entsprechende Atmosphäre verleihen. Da hatte ich was Gutes und da gibt es gute Pads bei, nehmen wir mal Pad Shop von Cubase. Lange nicht mehr benutzt, deswegen enttäusch mich nicht, Pad Shop 2, und hau uns mal richtig schöne Layer Pads raus.
Genau, das wollte ich noch zeigen. Ich hole mal kurz einen Bass dazu. So, mach den mal auf Solo und lass den mal einfach in einer Linie durchlaufen. Das ist ein ganz normaler Bass. So, dann holen wir uns Nektar 4 mal dazu. Und was man zum Beispiel mit Nektar 4 sehr gut machen kann, ist die Basssättigung, beziehungsweise man kann das gleiche natürlich auch mit Instrumenten machen, Delay, Reverb und so, aber da finde ich Vocal Chain irgendwie ein bisschen cleaner, gerade was den Amount betrifft und so. Das ist dieser hier, der das Ganze dann in den Sidechain holt. Und den hat Nektar zwar auch, aber ich finde den beim Vocal Chain irgendwie, weiß ich nicht, der ist irgendwie ein bisschen cleaner. Frag mich nicht warum. Naja, und was man zum Beispiel beim Bass machen kann, ihr fangt an mit einer Limiter Compression. Das heißt also eine ziemlich hohe Ratio, sagen wir mal von 6 bis, schlag mich tot, 9 oder 10. Eine richtig kurze Attack-Zeit und eine ganz normale Release-Zeit. Dann kann man sich eine Saturation dazu holen und bei Nektar 4 hat man die Möglichkeit, verschiedene Module auszuwählen und was hier sehr gut beim Bass funktioniert, sind 2 Module. Dann fangen wir mit dem Tape an und guckt mal, was in diesem Bereich zwischen 60 und 200 Hertz passiert. Man konnte beim Tape sehen, dass die mittenfrequenten Anteile angehoben werden und der komplette Subbereich leicht abgesenkt wird. Dadurch könnt ihr den Bass sozusagen auch ein bisschen mehr ins Gleichgewicht bringen und ein paar Subharmonien und alles noch hochholen. Feine Sache, aber was ich halt noch genialer finde, ist der Tube und der macht Folgendes. Der füllt nämlich die ganzen Lücken, die ein Synthbass oder andere Bässe nun mal haben. Die haben ja diese Schlupflöcher überwiegend und die kann man mit dem Tube sehr gut ausfüllen und dann habt ihr einen ausgewogenen, kräftigen Bass, der auch ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen im Mix hat. Und ja, wenn ihr es an die Spitze treiben wollt und den Bass die komplette Wärme nehmen wollt, dann könnt ihr natürlich auch das Distortion-Modul nehmen und den Subbereich komplett platt fahren. Ne, was heißt komplett? Also der wird schön abgeschnitten, aber die mittleren und hohen Anteile vom Signal, die kommen halt richtig hochgeschossen, ne? Wie man es halt von einem Distortion-Plugin kennt. So, wir haben jetzt hier ein kleines Fundament aufgebaut. Chords, Plugs, Layer und einen Reese-Bass. Genau, dann setzen wir mein Geschwafel, was ich da gerade von mir gegeben habe, einfach mal jetzt bei dem jetzigen Reese-Bass ein. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall achtet darauf, dass ihr nicht zu stark runtergeht mit dem Threshold, sonst matscht ihr euer Signal so platt, dann war es das. Deswegen immer vorsichtig und dezent an die Sache rangehen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Plug-Bass hat und man möchte dem Ganzen halt ein bisschen mehr Rhythmus geben, das können wir natürlich auch mal kurz durchgehen. So, da suche ich uns hier mal was Schönes draus. Genau, aus der Galaxy Volume 2 Bank. Da gibt es nämlich schöne Clubbässe. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, beziehungsweise mal gönnen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich einen Link dazu. Und ja, sind ein paar nette Bässe dabei. So, hier mache ich mal den Reverb aus. Den Chorus lasse ich drin. Spiel das mal kurz ein und dann gehen wir da gleich nochmal mit dem Vocal-Plugin ran. Einmal kurz auf Solo stellen. Nektar oder Vocal Chain? Ja, wir nehmen jetzt mal Nektar, weil Vocal Chain ist ja für die Cubase-User. Also ich denke mal, die wissen schon Bescheid. Ihr könnt euch da ja selber rantesten, wenn ihr Cubase habt. Aber für die Allgemeinheit ist Nektar 4, denke ich mal, ein bisschen ausschlaggebender, weil es in jeder DAW verwendbar ist. Und ja, das machen wir jetzt mal kurz.
Ich würde hier nur die Spitzen abfangen. Der soll die Dynamik halt beibehalten, ne? Und das würde ich halt nur, wie gesagt, bei 808s oder glatten Bässen machen. Reese-Bässe, die zum Beispiel immer so Up and Downs haben, Phasenveränderungen und sowas. Ne? Damit ihr das Signal halt schön stabil haltet und es halt nicht diese starken Schwankungen hat. So, hier würde ich halt nur die Spitzen abfangen. Auch hier sehr vorsichtig und dezent rangehen mit der Attack-Zeit, denn umso kürzer ihr die Attack-Zeit habt, umso mehr schneidet ihr die Spitzen ab und umso mehr verliert der Plug-Bass an Punchness. Ich zeige euch das einmal kurz. Genau, deswegen hier nur einmal kurz die Spitzen abfangen. So, Saturation. Und hier müsst ihr halt gucken, wenn ihr zum Beispiel schon einen Reese-Bass habt und ihr wollt darüber halt noch Bässe, Plug-Bässe oder so einspielen, dann würde ich ein bisschen rumexperimentieren. Funktioniert das Tape-Modul besser oder Distortion? Das ist halt dann Geschmackssache, ne? Was man so von sich aus am besten findet. Was man jetzt noch machen kann, da ist aber ein bisschen Vorsicht geboten. Ihr müsst genau abschätzen können, holt Delay und Reverb nicht aus dem Low-End-Bereich raus. Aber ich denke mal, das sollte klar sein. Fangen wir mal direkt dem Delay an, so, und ziehen die komplett unteren Sachen raus. Es ist hier beim Nectar sehr schwer. Das finde ich zum Beispiel bei Vocal Chain besser. Ich zeige euch auch warum. Denn in der Vocal Chain habt ihr die Möglichkeit im Delay, Moment mal, hier in der Filterbank genaueste Angaben zu machen. So, selbst wenn ihr nur dieses Stück hier im Delay-Bereich haben möchtet, könnt ihr das in der Vocal Chain machen. Bei Nectar 4 ist es halt nicht möglich. Also ich wüsste nicht wie. Wenn jemand weiß, wie das geht, gerne in die Kommentare schreiben, aber ist mir nicht bekannt, dass es bei Nectar möglich ist. Aber naja, wir können ja trotzdem mal was probieren. So, Auto-Level an. Okay, ich habe am Delay noch ein bisschen rumgeschraubt. Die linke Seite habe ich mit einem halben und die rechte mit einem Vierteltakt delayed, wenn man das so sagen kann, delayed. Das Ganze hört sich jetzt so an. Was ich aber noch vergessen habe, und das ist nämlich das Coole an Nectar, dieser EQ hat nämlich eine richtig coole Funktion. Und das gehen wir jetzt mal kurz durch. So, bei einem normalen EQ würde das Ganze jetzt so stehen bleiben, aber bei Nectar 4 hat man die Möglichkeit, dass sich das Ganze immer schön anpasst, indem man hier, indem man das Ganze über den Gain-Regler aktiviert oder über die Frequenzen. Ich mache das immer sehr gerne über die Frequenzen, denn den Gain-Regler, das findet man überwiegend auch bei Neutron oder bei dynamischen Equalizern. Und wir probieren das hier mal aus und gucken mal, was passiert. Es sind kleine Veränderungen, die sich jetzt ein bisschen schwach anhören, wenn man das Geräusch solo hört, aber im Mix macht sich das trotzdem im Groovement bemerkbar. Der Beat bekommt dadurch einfach mehr Rhythmik. Gut, ich werde jetzt den Beat weiterbauen. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Schritt abfilmen, sonst sitzen wir, glaube ich, gleich 2-3 Stunden und das wäre für ein YouTube-Video zu lang. Solche Videos kommen später in meiner Mitgliedschaft. An die Leute, die ein bisschen enttäuscht waren, weil da noch so wenig kam. Das geht ab März los. Ich hatte echt viele Probleme mit dem Mac, das Ganze komplett von meiner riesen PC-Festplatte auf dem Mac zu übertragen. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, es kann losgehen, dass vielleicht alle 14 Tage mal so ein Langzeitvideo für die Mitglieder kommt. Und ja, da könnt ihr euch definitiv drauf freuen. Und wie gesagt, das wird kommen. So, genau, dann verabschiede ich mich schon mal. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüssikowski.